Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Academy. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine aktuelle Testversion von Contao 4 installieren kannst. Zunächst einmal möchte ich dir unbedingt den Handbucheintrag von Contao ans Herzen legen, denn hier erfährst du alles Schritt für Schritt und es ist wirklich genau erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt die folgenden unterschiedlichen Varianten zeigen. Zunächst zeige ich dir einmal eine komplette Neuinstallation einer Testversion per Contao Manager. Im zweiten Schritt des Videos zeige ich dir ein Update einer bestehenden Installation per Contao Manager. Anschließend zeige ich dir noch eine Neuinstallation der Testversion per Composer, also über die Kommandozeile. Und als letztes zeige ich dir noch, wie wir die Composer-JSON manuell anpassen können, um das Update anschließend durchzuführen. Diese ganzen Schritte werde ich dir jetzt in dem Video kurz zeigen. Und falls du einen der Punkte direkt sehen willst, ich habe dir auch unterhalb des Videos Sprungmarken verlinkt. Beginnen wir nun mit der Neuinstallation über den Contao Manager. Im ersten Schritt gehen wir jetzt genauso vor, wie wenn wir eine normale Contao-Version installieren würden. Das heißt, unser Website-Root zeigt auf das Verzeichnis Schräger Web und wir laden den Contao Manager herunter. Wir starten jetzt den Contao Manager und legen ganz normal unseren Benutzer an. Im nächsten Schritt hast du natürlich dann genauso die Möglichkeit wie sonst auch, die Serverkonfiguration hinterlegen. Auch hier ändern wir nichts am normalen Vorgehen. Nun kommt die Frage nach der Contao-Installation. Hier klicken wir einmal auf Einrichten und nun ist hier ganz wichtig, dass du eben hier nicht einfach nur auf Fertigstellen klickst, sondern du setzt hier jetzt einen Haken bei Installation überspringen, Expertenmodus und klickst anschließend auf Fertigstellen. Nun startet der Contao Manager und du gehst auf den Bereich Pakete. Im Bereich Pakete siehst du, dass jetzt grundsätzlich Contao in der Version 4.8 installiert werden würde. Das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen jetzt die Version ändern. Dazu klicken wir hier hinten auf das Zahnrad und tragen jetzt die Version ein, die wir installieren wollen. Ich zeige dir jetzt hier noch einmal den Hilfebeitrag und zwar kannst du letztendlich das Ganze jetzt über die RC-Version installieren. Das heißt, es wird im Endeffekt die Version installiert, die mit dem Release-Kandidat getaggt ist, oder du kannst die aktuellste Entwicklerversion oder die aktuellste Master-Version herunterladen. Für unseren Fall wollen wir jetzt einfach mal die aktuelle Entwicklerversion laden. In dem Fall kopiere ich mir jetzt diesen Eintrag 4.9.x-dev. Du kannst dir natürlich auch jeden dieser anderen Einträge kopieren, um entsprechend das aktuell hinzubekommen. Wenn wir dann später mal Contao 4.10 oder ähnliches haben, dann kannst du natürlich mit 4.10.xdev die ganze Entwicklungsphase von der Version 4.10 mitbekommen und wenn du Dev Master nimmst, bekommst du immer die wirklich aktuellste Version von Contao im aktuellsten Entwicklungszustand, was natürlich auch teilweise dann zu Fehlern führen kann, weil die Entwicklung noch nicht ganz fertig ist. Für dich ist es jetzt entweder interessant, die RC-Version zu installieren oder eben diese 4.9.xdev. Ich entscheide mich jetzt für diese Dev-Version. Wir klicken also in unserem Contao Manager auf das Zahnrad. Ich füge diesen Wert ein und anschließend einmal in das weiße Feld. Du siehst, er hat die Änderung übernommen und wir klicken auf Änderungen anwenden. Im Grunde passiert jetzt nichts anderes wie eine ganz normale Paketinstallation. Das dauert jetzt je nach System zwischen 2 und 3 Minuten und deswegen werde ich das Video jetzt kurz vorspulen. Nachdem nun die Pakete erfolgreich installiert sind, siehst du auch hier oben, wir haben jetzt die Version 4.9.xdev installiert und nun bleiben natürlich noch die ganzen anderen Schritte, die sonst auch kommen, das heißt Datenbank aktualisieren, Install-Tool aufrufen und einen Admin anlegen. Und wenn das alles erledigt ist, dann kannst du dich im Backend anmelden. Ich habe jetzt die Schritte durchgeführt und mich im Backend angemeldet und du siehst dann auch hier links unten im Backend, dass wir eben die Version 4.9xdev installiert haben. Als nächstes möchte ich dir jetzt zeigen, wie wir eine bestehende Contao 4.8 Installation auf eine Contao 4.9 RC oder eine Contao 4.9 Entwicklerversion aktualisieren. Ich denke, es versteht sich von selbst, dass du das Ganze natürlich nicht auf deinem Live-Server machst, sondern davon eine Kopie anlegst oder das Ganze lokal testest. Der Vorgang funktioniert im Endeffekt identisch wie vorher auch, das heißt, du gehst in den Contao Manager, hier in den Bereich Pakete und trägst hier jetzt eben oben die gewünschte Version von Contao ein. Dazu einfach auf das Zahnrad klicken und wir gehen hier wieder unter die Testversion. Du kannst wieder auswählen, ob RC oder Dev. In dem Fall würde ich einfach mal die RC-Version nehmen. Wir kopieren den Wert und tragen diesen Wert hier oben ein. Anschließend klicke ich einmal hier wieder in den Freiraum, um zu sehen, ob die Änderungen hier eingetragen werden und anschließend natürlich auf Änderungen anwenden. Jetzt läuft der ganze Vorgang genauso ab wie bei einem Contao Update und anschließend hast du eine Contao 4.9 RC auf deinem System. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie wir eine Entwicklerversion über die Kommandozeile über den Composer installieren. Dazu habe ich jetzt hier auf meinem System das Terminal geöffnet und ich werde folgenden Befehl ausführen.
Ich möchte Ihnen einfach ganz kurz erklären. Dazu habe ich hier PHP. Ich habe das Memory Limit auf -1 gesetzt, habe hier den Composer verwendet, da ich diesen nicht global installiert habe. Dann der klassische Befehl Create Project, Contao und Managed Edition. Hier das Verzeichnis, wo das Ganze landen soll. Und hier hinten gebe ich wieder diese Version an. Wenn wir uns hier jetzt auf Packages befinden, und zwar bei dem Paket Managed Edition, dann siehst du hier etwas weiter unten rechts die verfügbaren Versionen. In dem Fall haben wir eben für jede Entwicklerversion, also 4.4, 4.5, 4.6, eine eigene Version. Wir haben natürlich die Release-Versionen 4.7, 4.8 und später dann auch die 4.9. Und du hast hier oben dann noch die Dev Master und in dem Fall ist die Dev Master und die 4.9x Dev die gleiche Version. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal diese 4.9x Dev installieren. Das siehst du auch hier an meinem Terminal. Das heißt, wir haben hier 4.9.x-dev und wenn ich diesen Befehl jetzt absende, dann beginnt jetzt ganz normal die Installationsroutine und wenn das Ganze durchgelaufen ist, habe ich eine aktuelle 4.9 in der Entwicklerversion vorliegen. Als letztes möchte ich dir jetzt noch die Variante zeigen, indem wir einfach die Composer.json manuell anpassen. Dazu habe ich jetzt meine Contao 4.8 Installation genommen. Ich öffne meine Composer.json mit einem Editor. In meinem Fall verwende ich hier jetzt den Atom und wir müssen hier wieder einige Einträge anpassen. Dazu können wir nochmal den Hilfebeitrag aufrufen. Und zwar findest du hier im Handbuch eben die nötigen Anpassungen. Zunächst müssen wir das Required-Paket anpassen auf die entsprechende Version. Zusätzlich müssen wir die minimale Stabilität auf RC ändern und wir müssen hier noch den Wert True eintragen. Das Ganze werden wir jetzt einfach kurz machen. Dazu kopiere ich mir schon mal diese beiden Einträge. Und ich möchte jetzt alle Versionen von 4.8.stern eben auf die 4.9 ändern. Dazu verwende ich jetzt einfach Suchen ersetzen. Ich ersetze Version 4.8.stern durch eben 4.9. Wichtig, ich habe jetzt hier dieses Dächchen verwendet. Ich ersetze alle. Anschließend füge ich jetzt diesen zusätzlichen Part direkt nach dem Require ein. Das heißt hier unter dem Komma eine neue Zeile und ich füge die Minimum Stability auf RC und die Preferred Stable Version auf True. Und hier darf ich nicht ein Komma vergessen, sonst ist natürlich die Syntax falsch. Anschließend speichere ich. Und wir gehen zurück in unseren Contao Manager. Alternativ kannst du natürlich das Update auch direkt über den Composer durchführen. Ich bin jetzt hier zurück im Contao Manager und anschließend wählen wir einfach wieder Pakete aktualisieren, Änderungen anwenden. Wie du siehst, werden hier jetzt eben die entsprechenden Contao Bundles in der Version 4.9.0 RC1 installiert, je nachdem, was du eben hier gerade für eine aktuelle Version hast. Ich hoffe, dir hat eine dieser Installationsvarianten zugesagt. Und wie gesagt, schau dir auch unbedingt den Handbucheintrag an. Ich habe den Link unterhalb des Videos. Und wenn du bei deiner Testarbeit dann Fehler findest, dann geh auf jeden Fall auf GitHub und zwar unter github.com/contao und du findest hier unter dem Punkt Issues eben die Möglichkeit, ein Ticket zu eröffnen und hier deine Fehler zu kommunizieren. Solltest du einen Fehler haben, solltest du natürlich einmal kurz vorher prüfen, ob dieser Fehler hier schon erwähnt wurde, nicht dass Fehler doppelt gemeldet werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wenn du kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke auch auf Abonnieren und am besten aktivierst du auch noch gleich die Glocke, so dass du kein Video mehr von uns verpasst.